Jetzt brauche ich eine große römische Stadt an der Nordgrenze des Imperiums. Errichtet in Sichtweite der Alpen, eine Stadt von nicht weniger als 7000 Seelen. Des Weiteren erwarte ich, dass ihr höhere Stufen für Wohlstand und Kultur erreicht, als ihr dies bisher geschafft habt, obwohl eure Ziele auch diesmal wieder nicht allzu hoch gesteckt sind. Normalerweise würde ich von einer Provinz, die so groß ist wie Mediolanum, mehr erwarten. Das wilde Terrain wird euch jedoch eine neue Herausforderung bieten und die Kriege, die überall toben, machen all meinen Gouverneuren das Leben schwer. Hannibal, der große General aus Karthago, ist auf dem Vormarsch und Rom sieht sich dem größten Kampf in seiner langen Geschichte gegenüber. Wenn dieser sogenannte Punische Krieg endlich entschieden ist, wird entweder Rom oder Karthago auf alle Zeit über das Mittelmeer herrschen. Natürlich soll Rom siegen, aber noch habe ich keinen General gefunden, der diesen Hannibal unter seinen Stiefeln zermalmen kann. Da die Alpen eure Provinz schützen, dürftet ihr von Hannibal weniger zu befürchten haben als die meisten anderen römischen Gouverneure. Keine Armee könnte eine solche Barriere überqueren. Trotzdem sind Roms Feinde zurzeit dreister denn je. Bereitet starke Befestigungen vor, nur um sicher zu sein. Die Karthager sind beeindruckende Kämpfer. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Mediolanum, die Punischen Kriege. Wir befinden uns mitten im Zweiten Punischen Krieg, der Krieg zwischen Rom und Karthago, mit der legendären Alpenüberquerung des karthagischen Generals Hannibal. In diesen unruhigen Zeiten sollen wir im Norden des Imperiums im Schutz der Alpen Mediolanum gründen. Das antike Mailand, mit einer Bevölkerung von 7000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 25, einer Gunstwertung von 30, einer Kulturwertung von 40 und einer Friedenswertung von 40. 7000 Einwohner, das ist schon eine große Stadt. Die Wertungen an sich sind für uns eigentlich kein Problem. Ein größeres Problem ist der starke Feind, die Karthager, die unsere Provinz und Stadt angreifen werden. Wir müssen also schnell eine schlagfertige Armee ausbilden, um Stadt und Provinz zu schützen. Gut, dann schauen wir mal in die Karte. Unsere Karte wird in der Mitte von Westen nach Osten durch ein großes Felsmassiv unterteilt. Wir haben hier einen kleineren Durchgang und im weiteren Verlauf nach Westen hin hier einen größeren. Der nördliche Bereich ist geprägt durch weite offene Grünflächen und kleineren Wäldern sowie Seen. Allerdings haben wir hier kein Ackerland. Dieses finden wir ausschließlich im südlichen Bereich der Karte mit ausgedehnten großen landwirtschaftlichen Nutzflächen, Seen, Wälder und auch weitere große freie Flächen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Weizen und Gemüse anbauen. An Rohmaterial haben wir Marmor, Eisen und Holz. Und produzieren können wir Waffen, Möbel und Geschirr. Für Geschirr müssen wir den Ton importieren, da schauen wir mal in die Imperiumskarte. Wir haben nur Landhandelsrouten und zwar mit Massilia. Massilia kauft größere Mengen Möbel, etwas Eisen, verkauft uns geringere Mengen Öl und Wein. Die nächste Handelsroute wäre Capua. Capua kauft größere Mengen Waffen, verkauft uns den Ton für das Geschirr und Fleisch. Unsere Exporte werden also Eisen, Waffen und Möbel sein. Damit werden wir ganz gute Gewinne erzielen. Allerdings müssen wir Ton und Öl für die Stadt importieren. Was ist jetzt nun der Plan? Wir werden hier in diesem Bereich 2 Stadtgebiete aufbauen. Wir werden hier in der Nähe des Immigrationspunkts einen großen Handelsposten aufbauen, wo wir alle Exportgüter produzieren und verkaufen können. Hier werden wir die Weizenfarmen aufbauen, werden hier ein weiteres Produktionsgebiet aufbauen mit der Produktion von Geschirr und Möbel und hier in dem Bereich weitere Stadtgebiete
errichten, um auf die 7000 Einwohner zu kommen. Dabei werden wir wahrscheinlich auch auf unseren landwirtschaftlichen Nutzflächen bauen müssen. Allerdings haben wir genug Fläche, um die gesamte Stadt mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Hier in diesem Tal, bei diesem kleineren Durchgang, werden wir unsere Militärbasis errichten mit Forts und allen entsprechenden Einrichtungen, die wir für das Rekrutieren der Soldaten benötigen. Bevor wir aber jetzt mit dem Bau beginnen, müssen wir Folgendes noch machen. Wir sind in einer nördlichen Provinz und in der nördlichen Provinz haben wir Wölfe als wilde Tiere. Und Wölfe können die Entwicklung der Stadt massiv beeinflussen, da sie Händler, Immigranten und Bürger angreifen und töten und somit die Entwicklung hemmen. Wie können wir die Wölfe entsprechend im Schach halten? Das einfachste Mittel ist ein Aquädukt. Der Aquädukt stellt eine unüberwindbare Barriere für jeden dar. Zwar können Feinde diesen Aquädukt relativ schnell zerstören, für alle anderen bleibt er unüberwindbar, auch für Wölfe. Wir werden also die Wolfsrudel mit einem Aquädukt einkesseln, sodass sie nicht in der Karte umherlaufen können. Später, wenn wir Militär haben, können wir die Wölfe durch unsere Soldaten beseitigen lassen. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach Wolfsrudel. Hier in der hintersten Ecke habe ich eins gefunden. Wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit runtersetzen. Pausenmodus deaktivieren und relativ schnell jetzt ein Aquädukt bauen. Das geht eigentlich ganz einfach. Einmal hier bis zu diesem Wald und einmal hier. Jetzt haben wir die Wölfe entsprechend eingekesselt und sie können jetzt nicht mehr hier von dieser Stelle weg. Hier kann man sehen, sie können nicht weiterlaufen. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach weiteren Wolfsrudel. Ja, so wie es aussieht, ist das einzige Wolfsrudel, was auf dieser Karte vorhanden ist. Dann können wir jetzt mit der Besiedlung und dem Bau unserer Stadt beginnen. Wir haben jetzt unsere 2 Stadtgebiete konzipiert. Eins habe ich schon komplett parzelliert und das andere nur zur Hälfte, damit wir nicht zu viele Arbeitskräfte haben. Wir haben die Stadtgebiete mit Wasser versorgt und mit einem Arzt- und Ingenieursposten. Da wir ja in einer nördlichen Provinz sind, haben wir keine Brandgefahr, von daher können wir auf Präfekturen verzichten. Hier habe ich meinen großen Handelsposten auch mit einer kleinen Siedlung versehen. Wir haben hier die Exportgüter, Möbel, Eisen und auch Waffen und die entsprechenden Lagerhäuser. Die Handelsrouten nach Capua und auch nach Massilia sind schon eingerichtet. Und beim Handelsberater habe ich unsere Exportgüter auch schon für den Export eingestellt. So, ich werde jetzt hier noch die Lagerhäuser entsprechend neu einstellen aufgrund der freigeschalteten Handelsrouten. So, dieses hier soll nur Möbel annehmen. Dieses nur Eisenerz. Und dieses natürlich Waffen. Gut, ja, dann werden wir jetzt noch im Arbeitsberater die Prioritäten setzen. Präfekturen haben wir nicht, das heißt, ich kann direkt mit der Konstruktion beginnen. Wasserversorgung. Ich werde jetzt hier Industrie und Handel als 3. Priorität und Nahrungsmittel als 4., damit ich sicher gehen kann, dass wirklich unsere Exportgüter auch hergestellt werden, und Militär bekommt dann die 5. Ja, und dann werden wir direkt ein bisschen mehr zahlen und die Steuern runtersetzen. Geschwindigkeit kann wieder nach oben. Ja, und dann warten wir jetzt mal, bis die Parzellen entsprechend besiedelt sind. Hier, das werde ich, glaube ich, noch ein bisschen umändern. Da werde ich das Sägewerk hier hinsetzen. Ich baue direkt noch ein Sägewerk und dann können wir noch mal 2 Möbelschreinereien bauen. Sehr gut. Und ich habe noch Platz für weitere. Wir sollten auch nicht vergessen, direkt Tempel zu bauen. Unsere Gottheiten sind nämlich unzufrieden mit uns. Das ist schlecht. Dann bauen wir direkt
die Tempel. Haben wir hier nochmal ein paar Verschönerungen. Ja, 500 Einwohner haben wir jetzt schon erreicht. Wir gucken mal eben, was der Arbeitsmarkt sagt. Ja, wir haben jetzt auch alle Stellen besetzt. Das heißt, wir können jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Da fangen wir hier jetzt an und werden Weizenfarmen errichten. So, wir haben jetzt hier unsere Nahrungsmittelversorgung aufgebaut mit 6 Weizenfarmen. Hier eine kleine Siedlung und das Silo. Ja, und jetzt warten wir, bis die ersten Migranten diese Parzellen besiedelt haben und dann sollte eigentlich auch unsere Nahrungsproduktion anlaufen. Weizen wächst in den nördlichen Provinzen langsamer, das heißt, wir brauchen jetzt eine Zeit lang, bis der erste Weizen im Silo ist. So, ich habe hier auch nochmal ein paar Verschönerungen im zweiten Stadtgebiet entsprechend errichtet. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt bald den ersten Weizen haben. Ja, ich habe das jetzt nochmal hier komplett parzelliert. Ich denke mir, wir müssen sowieso noch relativ viel Farmen bauen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir gleich unser Militär entsprechend aufbauen müssen. Ja, der Feind rückt näher. Das ist wirklich jetzt das Startsignal für unser Militär. Wir warten jetzt noch, bis die Parzellen hier voll sind. Wir werden jetzt schon mal den Markt hier errichten. Ja, Ceres ist ziemlich sauer. Da werden wir doch mal direkt ein Fest für sie abhalten. Ja, und wir sehen hier, wie die ersten Wohngebäude sich schon entwickeln. Das ist jetzt der Zeitpunkt, um unser Militär entsprechend aufzubauen. Wir haben jetzt hier in diesem kleinen Seitental unsere Militärbasis errichtet mit den entsprechenden militärischen Gebäuden, Kasernen, Militärakademie, hier eine Siedlung und meine Villa, um die Attraktivität zu erhöhen, da ja alle militärischen Gebäude eine schlechte Attraktivität aufweisen. Wir haben hier die Nahrungsversorgung mit 3 Weizenfarmen, Ingenieursposten, hier unsere Eisenmine mit 2 Waffenschmieden, um die Waffen für unsere Legionäre zu produzieren. Dieses Lagerhaus wird dann entsprechend die Waffen annehmen. Ja, und das Silo ist für den Weizen da. Ich würde jetzt unsere ersten Forts bauen, auch auf die Gefahr hin, dass wir im Minus kommen. Aber der Imperator hat bestimmt noch ein kleines Darlehen für uns übrig. Okay, bauen wir ein Fort für die Wurfspeerträger. Ja, und wir sehen, wir sind gar nicht ins Minus gekommen, weil wir gut exportieren. Das ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Ja, aber ich baue direkt noch ein zweites. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ja, das werden wir, Imperator. Oh, nochmal 5000 Dinare. Ja, das ist doch ein guter Geldsegen hier. Wir lassen jetzt mal hier unsere Militärbasis sich entwickeln und gehen wir zurück zu unserer Stadt. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen Verschönerung durchführen, damit sich das Stadtgebiet hier noch besser entwickelt. Dann werden wir jetzt gleich nochmal Weizenfarmen bauen und wir werden hier ein Silo errichten, was Weizen fordert. Das können wir eigentlich schon jetzt bauen. So, und hier wird Weizen gefordert. Damit können wir dann halt dieses Stadtgebiet auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Wir werden jetzt hier, um dieses Versorgungszentrum in der Mitte mit Arbeitskräften zu versorgen, unsere 2x2 außenliegenden Wohnbereiche bauen. Und die müssen natürlich noch mit einem Brunnen versorgt werden und dann müssen wir natürlich hier auch Ingenieursposten bauen. Und die brauchen natürlich auch Zugang zum Arbeitsmarkt. So. Mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in Mediolanum. Ja, ich baue jetzt hier nochmal 2 Weizenfarmen auf. Ja, schauen wir nochmal hier in unserer Militärbasis. Ich werde jetzt hier diesen Bereich auch schließen und mit Türmen entsprechend schützen.
So, dann bauen wir hier auch noch Türme auf. So, die müssen wir natürlich noch verbinden hier. Werden wir hier nochmal ein paar Parzellen ausweisen, damit die Türme auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben. So, dann kriegen die auch noch ein paar Gärten. Und wir haben schon unsere ersten Wurfspeerträger. Das ist sehr gut. Ja, mit über 1000 Einwohnern müssen wir wieder Tempel bauen. Das machen wir jetzt hier. So, der Tempel der Venus, der kann hier in unsere Militärbasis errichtet werden. Hier nochmal Gärten. Ja, unser Handelsposten läuft auch sehr gut. Ich denke mir mal, wir könnten noch ein paar Eisenminen bauen. Und ich baue, glaube ich, noch mal 2 Waffenschmieden. Damit sollten unsere Exporte eigentlich ganz gut laufen. Ja, in unserer Militärbasis könnten wir jetzt auch einen Markt bauen. Wir haben jetzt auch schon Weizen im Silo. Dann können sich hier die Gebäude auch entsprechend entwickeln. Ja, und die Nahrungsproduktion, die können wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen hochfahren. Ja, und ihr seht, wir exportieren wirklich sehr gut. Stadtkasse ist gut gefüllt. Dann würde ich vorschlagen, schließen wir jetzt auch diesen Durchgang hier. Geld genug haben wir. Damit haben wir diese beiden Zugänge gesichert. Der Feind rückt näher. Schauen wir mal auf die Imperiumskarte. Ja, hier sehen wir jede Menge Kämpfe und der erste Kampf wird wohl bald erfolgen. Ich habe die Weizenproduktion jetzt mal hier weiter ausgebaut, damit wir gleich das zweite Stadtgebiet auch entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgen können. So, wir haben jetzt im zweiten Silo auch genügend Weizen, dann können wir das zweite Stadtgebiet jetzt auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Verschönern wir mal hier unsere Militärbasis etwas. So. Ich denke, ich werde hier doch auch nochmal eine Waffenproduktion errichten. Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum meine Militärbasis autark zur Stadt errichtet worden ist. Nun, da wir Eisen exportieren, ich aber jetzt 2 unterschiedliche Standorte für die Waffenfabrikation habe, versorgen meine Eisenminen aus dem großen Handelsposten diese Waffenschmieden in der Militärbasis ebenfalls. Da das ein sehr weiter Weg ist, gelangt kein Eisen mehr oder nur wenig im Lagerhaus für den Export. Dadurch, dass ich das jetzt hier autark habe, kann im großen Handelsposten die Überschüsse von Eisen im Lagerhaus für den Export zur Verfügung stehen. Das ist der Grund, warum ich das hier autark halte. Wir sehen, dass das zweite Stadtgebiet sich jetzt auch schon entwickelt. Nichtsdestotrotz brauche ich, glaube ich, noch mehr Weizenfarmen. So, ich hoffe, dass wir jetzt erstmal genug Weizen produzieren. Fest wäre auch mal wieder nötig, diesmal für Mars. Und dann können wir auch die ersten Kultureinrichtungen bauen für das erste Stadtgebiet. Ja, bevor die Kultur in unserer Stadt erblühen kann, müssen wir den ersten Angriff der Karthager abwehren. Da schauen wir mal, wo sie angreifen. Okay, das ist hier direkt bei unseren Militärbasis. Das ist sehr gut. Dann werden wir mal unsere Wurfspeerträger hier positionieren, schön in der Nähe der Türme. Ja, und dann lassen wir einfach mal den Feind zu uns kommen. Ja, die Armee der Karthager ist jetzt nicht so groß. Das sind jetzt 9 Kämpfer.
Das sollte aber, glaube ich, kein Problem sein. Ja, das haben wir doch relativ erfolgreich gemeistert. Dann könnt ihr zurück zum Fort. Ja, unsere Stadtkasse ist prall gefüllt. Jetzt können wir uns auch ein Fort für die Legionäre gönnen. Dafür werde ich aber auch jetzt die Waffenexporte etwas limitieren. Da können mal 3 Einheiten im Lager bleiben. Wenn das so weitergeht, ist das ja sehr erfolgreich. Okay, kümmern wir uns weiter um die Kultur. Da bauen wir jetzt hier das Theater mit der entsprechenden Künstlerkolonie. Die kommt dann hier hin. Ja, und dann können wir auch schon eine Bibliothek bauen. Ja, und die Entwicklung geht jetzt hier weiter. Wir haben jetzt hier die kleine Casa. Dann kommen jetzt hier überall Plätze hin. Das sieht sehr gut aus. Ja, und die nächste Schlacht ist schon im Gange und der Feind drückt weiter auf die Stadt zu. Aber wir haben ja jetzt auch schon unsere ersten Legionäre, die wir ausbilden. 11% Arbeitslose. Ja, ich würde sagen, bauen wir noch die Möbelproduktion ein bisschen aus. Hier kann noch ein Sägewerk hin. Und nochmal 2 Möbelschreinereien. Ja, und dann bauen wir auch nochmal eine Runde Tempel. Ich werde hier den Tempel des Merkur mal hinsetzen. Und dann die restlichen ebenfalls. Wir können auch nochmal Tempel hin. Ja, 2000 Einwohner haben wir jetzt schon. Nochmal ein Tempel der Venus. So, und dann kriegt dieses Stadtgebiet seinen zweiten Markt. Ja, und hier werden wir auch nochmal Plätze setzen. Ja, und dann ist das hier auch, glaube ich, gut entwickelt. Ja, ich errichte hier auch nochmal eine Eisenmine. Ich glaube, da können wir immer noch gut verkaufen. Ja, und Weizenfarmen müssen weiter gebaut werden. Nochmal verstreut wieder kleine Siedlungen hier, damit unsere Farmen alle guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Schnell nochmal ein bisschen umgebaut, um die Wegeführung hier ein bisschen zu optimieren. Habe jetzt hier diesen Weg durchgebaut, damit wir hier hinten auch noch Weizenfarmen bauen. Unser Fort für Legionäre ist auch schon bald fertig ausgebildet. Super, dann bauen wir jetzt hier auch nochmal eine Schule, ein Theater und eine Bibliothek. Und hier kommt die Künstlerkolonie hin. Gut, das sieht auch alles sehr gut aus. Bauen wir hier noch das Fort für anderen Legionäre. Dafür müsste ich aber das hier mal umswitchen. Jetzt bauen wir hier das 4. Fort auf. So, dann bauen wir jetzt hier noch 2 Lagerhäuser in unserem zentralen Versorgungsbereich. Dieses hier wird nachher Geschirr fordern. Dieses wird später Möbel fordern. Ich stelle das aber jetzt erstmal auf Annehmen. Ja, sehr schön. Wir bekommen noch mehr Geld für den Verkauf von Möbeln. Sehr schön. Ja, jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Geschirrproduktion ans Laufen bringen. Ich habe jetzt hier diesen Bereich konzipiert für unser Produktionszentrum für Geschirr und Möbel und später auch für den Import von Olivenöl und habe jetzt hier das 3. Stadtgebiet konzipiert. Bevor wir aber jetzt hier weiterbauen, müssen wir den 2. Angriff der Karthager abwehren. Dann schauen wir mal. Aha, diesmal sind sie hier in diesem Bereich. Das ist ziemlich weit von unserer Stadt entfernt.
Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir im offenen Feld mit den Karthager kämpfen? Oder wollen wir gucken, wohin sie gehen, um unsere Stadt anzugreifen? Ja, es sind wieder nur 9. Okay, ja, die könnten wir, glaube ich, mit den 2 Fort für Sperrwurfträger entsprechend im freien Feld angreifen. Dann müssen wir das mal machen. Ja, aber so wie es aussieht, gehen sie hier hin, zu diesem Durchgang. Aber da kommen schon unsere Sperrwurfträger. Ja, aber auch das sollte kein Problem sein. Ja, das war jetzt sehr risikoreich. Ein Fort mit Sperrwurfträgern ist komplett aufgerieben worden. Das sollten wir nicht nochmal machen. Gut, aber wir haben es trotzdem geschafft. Aber wir sehen, die feindliche Armee ist sehr stark. Also unsere Sperrwurfträger alleine haben da nicht so eine richtige Chance. Wenden wir uns wieder hier der Geschirrproduktion. So, dafür bauen wir jetzt hier 3 Lagerhäuser. 1 wird Geschirr annehmen. Dieses hier wird Ton annehmen. Und dieses hier Möbel, weil ich werde hier auch Möbel produzieren, weil wir verkaufen ja relativ viel. Bauen wir mal direkt 4 Töpfe rein. 1, 2, 3, 4. Und dann müssen wir natürlich den Ton importieren. So, sehr gut. Und dann das Geschirr haben wir dann erstmal. Ja, ich glaube, Weizen produzieren wir jetzt relativ viel. Das Silo, was ich hier jetzt noch gebaut habe, ist auch schon voll. Ja, es geht hier Schlag auf Schlag. Der nächste Angriff. Wo ist es diesmal? Diesmal ist es wieder hier in der Nähe unserer Befestigung. Ja, aber wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir ein ganzes Fort von Wurfspeerträger aufgerieben haben. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen. Das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ja, und wir haben Kriegselefanten, die uns angreifen. Das ist ja der Wahnsinn. Hannibal hat wohl doch die Alpen überquert und eine große Armee greift jetzt uns an. Na, das haben wir ja ganz gut hingekriegt jetzt hier mit unseren Wurfspeerträgern. Wollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Großer Kampf hier, Gott sei Dank haben wir unsere Legionäre. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Doch, ich glaube, wir schaffen das. Ja, wir haben das doch geschafft. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut. Das war ein guter Angriff gewesen. Ja, dann wollen wir hoffen, dass sich unsere Soldaten schnell wieder regenerieren, damit wir in voller Stärke angreifen können. So, dann errichten wir jetzt hier für das zweite Stadtgebiet. Ja, bevor wir irgendwas weiterentwickeln, der Imperator hat seine erste Forderung, 15 Einheiten Holz. Dann werden wir dieses Lagerhaus mal für Holz frei machen. Freischalten und werden Holz hamstern. Nichtsdestotrotz bauen wir jetzt hier die Schule, die Bibliothek und das Theater. Und dann kann sich dieses Stadtgebiet auch entsprechend entwickeln. Ja, 3000 Einwohner haben wir jetzt schon. Unsere Stadt wächst und wächst.
Ja, die Lieferung des Holzes für den Imperator steht bereit. Dann können wir das verschicken und Holz wieder freigeben. So, ich habe jetzt hier unseren Senat gebaut, habe hier nochmal das nächste Stadtgebiet schon konzipiert. Als nächstes werden wir jetzt, ja bitte danke, die Foren bauen. Hier und hier. Ja, und natürlich auch hier in unserem militärischen Stützpunkt können wir die Steuern auch entsprechend jetzt erheben. So, dann tun wir das mal auf 7%. Wir haben jede Menge Geschirr jetzt. Das können wir jetzt mal freigeben. Ja, und ich bin der Meinung, wir sollten mal wieder ein Fest feiern. Ja, Mars ist ärgerlich. Der hat einen Tempel weniger. Das ist natürlich doof. Okay. Fest für Mars. Und natürlich dann auch schon einen Tempel für den Mars noch errichten. Gut, dann 4% füllen wir dieses jetzt hier auch mit Parzellen auf. Jetzt, wo die Märkte Geschirr eingekauft haben, können wir die Entwicklung dieser beiden Stadtgebiete weiter vorantreiben, indem wir jetzt die Badehäuser bauen. Ich baue auch schon direkt die Amphitheater und die entsprechende Gladiatorenschule. Damit können sich jetzt hier die Gebäude entsprechend weiterentwickeln. Damit sich auch hier diese Wohngebiete etwas weiterentwickeln können, bauen wir jetzt hier auch noch einen Markt. Ja, bevor wir das tun, werden wir schon wieder angegriffen. Gut, den Markt baue ich aber trotzdem jetzt. Dann schauen wir mal. Okay, das ist jetzt hier wieder im hinteren Bereich der Karte. Und wir haben ja hier unsere Stadtbefestigung ohne Türme. Und ich möchte jetzt, dass der Feind nicht unbedingt hier angreift, weil wir keinen zusätzlichen Schutz durch die Türme haben. Es gibt da einen kleinen Trick, wie wir den Feind an die Stelle locken können, wo wir ihn entsprechend haben wollen. Erstmal stellen wir hier unsere Legionen auf. Und eine Legion, eine die relativ schnell ist, schicken wir hier oben hin, wo der Feind auftaucht. Wir werden jetzt mit dieser Legion den Feind immer wieder kurz angreifen und ihn auf uns lenken und ihn damit dann zu der Stelle führen, weil er verfolgt uns, wo wir ihn gerne haben möchten. Ja, und wir haben wieder eine große feindliche Armee. So, und da sind schon unsere Wurfspeerträger. Die muss ich natürlich immer anklicken, kurz angreifen und schnell weg. Denn sobald wir in direkten Kontakt mit unseren Feinden sind, können hier unsere Legionen nicht mehr steuern. Die kämpfen dann nämlich. Und so kann ich meinen Feind zu der Stelle leiten, wo ich ihn gerne haben möchte. Mit den Wurfspeerträgern geht das natürlich wunderbar, weil sie von der Entfernung her angreifen und keinen direkten Kontakt zum Feind haben müssen, um zu kämpfen. So, der Feind ist uns gefolgt. So, und dann können wir unseren Lockvogel entsprechend hier aufstellen lassen. Ja, und jetzt kann der Feind kommen. Ja, unsere Fernkämpfer und die Türme beginnen schon. Ja, und das Schlachtgetümmel ist im vollen Gange. Ja, das sieht sehr gut aus. Die Kriegselefanten sind schon ausgeschaltet. Super. Ja, und der Rest der feindlichen Armee ist auf der Flucht. Das war sehr erfolgreich. Dann könnt ihr sofort zurück.
Ja, die beiden Stadtgebiete haben sich ja auch super entwickelt. Wir haben jetzt die mittlere Insula und der fehlt eine Bildungsmöglichkeit durch einen Schulzugang. Das ist ja interessant. Wir haben doch hier eine Schule gebaut. Gucken wir mal eben. Aha, wir haben hier die Schule gebaut. Sie hat aber Anschluss von 2 Straßen. Einmal hier und einmal dort. Ja, und unsere Schüler hüpfen in diesem Bereich hier um. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, die muss hier weg und hier muss die Schule dann neu gebaut werden. Okay, da muss man immer mal kontrollieren, dass nicht ein Gebäude 2 Straßenanschlüsse hat. Gut, ja, dann bauen wir jetzt hier schon mal die Barbiere auf. Und wir können dann nachher mit dem Import von Olivenöl beginnen. Bevor wir das machen, möchte ich aber meine Stadt weiter vor Angriffen sichern. Das heißt, ich werde jetzt hier bei dieser Stadtmauer die Türme bauen. So, und die müssen natürlich noch miteinander verbunden werden. Ja, und dann bauen wir doch auch hier die Stadtbefestigung auf. Jetzt hier auch die Mauer errichtet. Da bauen wir das auch nochmal. Ich denke mir mal, 3 Türme reichen. Verbinden wir das mal hier so. So, und dann baue ich hier doch noch eine kleine Siedlung hin für den besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. So, dann haben wir hier noch diesen kleinen Durchgang. Ja, der ist relativ schnell geschlossen. So, dann können wir hier die Straße verbinden. Ja, dieses Stadtgebiet können wir jetzt auch weiterentwickeln. Warum haben die keine Nahrung? Aha, wir haben hier ein Problem auch wieder, dass dieser Markt 2 Straßenanbindungen hat, wie wir hier sehen. Und die Marktfrau läuft hier entlang und nicht hier. Da müsst ihr immer drauf achten, diese Straße entsprechend anders zu bauen, nämlich mit dem entsprechenden Abstand. So. Dann funktioniert das jetzt wieder. Und dann können wir das jetzt hier noch mit Gärten verschönern. Und dann sehen wir schon, dass jetzt unsere Wohngebäude auch entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Also, wie gesagt, immer darauf achten. Wir sehen, unsere Türme haben zwar 6 Angestellte, aber sie brauchen einen Zugang zur Kaserne. Und da haben wir jetzt natürlich hier ein kleines Problem, weil die Kaserne hier in unserem autarken Militärstandort untergebracht ist. Was kann ich jetzt tun? Ich könnte entweder eine Verbindung zur Stadt herstellen, dann hätte ich das Problem mit meinen Exporten von Eisen, darüber hatte ich ja schon was gesagt. Es gibt aber bei Caesar 3 noch einen kleinen Trick. Wie in meinem Militär-Tutorium erwähnt, können wir Kasernen nur einmal bauen. Wenn ich jetzt diese Kaserne nochmal bauen möchte, ist es rot unterlegt. Allerdings, wenn ich die Kaserne das erste Mal baue, kann ich relativ schnell hintereinander Kasernen bauen, weil der Befehl, eine zweite Kaserne nicht mehr zu bauen, etwas zeitverzögert kommt. Ich zeige euch das mal. Dafür muss ich jetzt diese Kaserne natürlich abreißen. Wenn ich jetzt eine Kaserne baue, ich baue die jetzt mal hier, und ich baue relativ schnell hintereinander, seht ihr, kann ich eigentlich relativ viele Kasernen bauen. Jetzt ist der Befehl aktiv, jetzt kann ich keine Kaserne mehr bauen. Alle Kasernen werden mit Mitarbeitern versehen und bilden auch Soldaten aus. Allerdings, so ist meine Beobachtung, wird nur eine Kaserne mit Waffen versorgt. Also nur eine Kaserne kann Legionäre ausbilden. Was werde ich jetzt machen? Ich werde jetzt hier eine Kaserne bauen und relativ schnell nach hier hin springen, um hier die zweite Kaserne zu bauen. Und dann können hier die Türme entsprechend mit der Stadtwache versorgt werden und hier können weiterhin Soldaten ausgebildet werden. Okay, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Bauen, Befehl aktivieren weiterhin und dann haben wir unsere zweite Kaserne. So, die werden jetzt entsprechend, ja, das ist nett, dass wir jetzt noch mehr Geld für den Export von Waffen bekommen.
So, beide Kasernen können jetzt entsprechend Stadtwachen und Soldaten ausbilden. Wir können ja maximal 6 fortbauen und deswegen baue ich jetzt hier zum Schutz dieses Durchganges auch nochmal 2 fort. Und zwar eins für die Wurfspeerträger und eins für Legionäre. Ja, und wir sehen hier schon den Karrenträger mit den Waffen. Der bringt also jetzt hier die Waffen zu dieser Kaserne. Ja, eine Einheit ist eingelagert. Und hier sind halt keine Waffen drin. Also wie gesagt, ich denke, es wird immer nur eine Kaserne mit Waffen versorgt. Ja, hier ist das Silo nicht in Betrieb, deswegen hat der Markt auch keine Nahrungsmittel. Ich will mal hoffen, dass es gleich wieder in Betrieb ist. Ja, und hier sehen wir schon einen Wurfspeerträger, der jetzt ausgebildet zu dem Fort an unserem anderen Durchgang läuft. Und hier sehen wir die Türme, die jetzt mit einer Ballista entsprechend versehen sind. Ja, das hat doch sehr gut geklappt. Wir haben eine ziemlich hohe Arbeitslosenquote, das heißt, ich baue jetzt mal meine ersten Akademien. Die baue ich genau hier hin. Die andere kommt dann jetzt hier hin. So, das sieht sehr gut aus. Dann können wir jetzt hier entsprechend das Lagerhaus für das Olivenöl bauen bzw. einstellen. Und das Olivenöl entsprechend importieren. Ja, und da sehen wir jetzt einen unserer Legionäre, der jetzt hier zu seinem Fort geht. Das heißt aber, er muss erstmal zur Militärakademie und geht jetzt ausgebildet zurück. Ja, und wir haben hier schon die Entwicklung zu den großen Insulas. Wir werden die Insulas nicht weiter zu den herrschaftlichen Insulas entwickeln. Ich denke mir mal, mit diesem Ausbau erreichen wir die Wohlstandswerte. Gut, dann widmen wir uns wieder hier, diesem Stadtgebiet. Ich werde jetzt hier auch schon mal Parzellen parzellieren. So, hier haben wir das gleiche Problem mit dem Ingenieursposten und dem Arzt. Diese beiden Gebäude haben wieder an 2 Seiten Straßenanschluss. Das heißt, ich muss das wie hier entsprechend entfernen. Da kann man ja auch den Gärten hinbauen. So. Und dann gehen die auch wieder nur an der einen Straße entsprechend entlang. Ja, mit dem Marmorsteinbruch können wir eigentlich nicht viel anfangen, weil wir Marmor nicht exportieren können. Wir könnten etwas Marmor produzieren, um Orakel und große Tempel zu errichten. Das machen wir mal. Bauen wir mal hier einen hin. Und dann können wir hier das Lagerhaus dafür einrichten. So, und dann bauen wir auch nochmal weitere Farmen. Ja, da haben wir doch schon wieder gut für die Nahrungsversorgung vorgesorgt. Gut, dann gucken wir mal, wo der nächste Angriff startet. Ja, hier greifen jetzt wieder unsere Feinde an. Ja, und dann würde ich sagen, die machen sich bestimmt auf den Weg hierhin. Dann werde ich mal hier unsere Armee aufstellen lassen. Wir haben ja jetzt hier auch nochmal 2 Forts. Die können dann hierhin. Ja, das ist wieder eine große Armee mit 6 Kriegselefanten. Okay, der Kampf beginnt. So, die müssen wir jetzt hier angreifen. Ja, sehr gut. Das haben wir geschafft. Das war ein großer Angriff.
Und wir haben wenig Verluste, außer hier dieses Fort mit Legionären, die sowieso noch nicht so gefüllt war. Gut, dann könnt ihr zurück. Das habt ihr sehr gut gemacht. So, dann wenden wir uns wieder hier unserem Stadtgebiet. Ich baue nochmal Akademien, und zwar jetzt hier hin. Können wir jetzt hier auch das hier entsprechend mit Parzellen füllen und bauen jetzt hier Schule hin, Bibliothek und das Theater. Ein Blick auf die Wertung zeigt, dass wir alle Wertungen geschafft haben. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind 7000 Einwohner. Ja, und ich konzipiere jetzt hier die 2 weiteren Stadtgebiete. Ich habe jetzt hier die beiden letzten Stadtgebiete konzipiert und mit der Stadt entsprechend verbunden. Wir werden jetzt sukzessiv die Stadtgebiete nach und nach entwickeln lassen. Für eine bessere Versorgung dieser Stadtgebiete werde ich hier jetzt eine zweite landwirtschaftliche Produktion aufbauen. Und der Imperator möchte wieder Holz haben. Gut, das stellen wir dann mal eben ein. Wir haben jetzt hier unser zweites landwirtschaftliches Produktionsgebiet mit dem Silo, kleine Siedlungen, und hier die Lagerhäuser werden Geschirr fordern und Möbel. Ja, und das erste Mal fordert der Imperator keine Waren, sondern militärische Unterstützung für eine römische Stadt. Und da sie ohne Verteidigung ist, müssen wir entsprechend dort helfen. Wie machen wir das? Wir gehen hier in den Militärberater und können hier die Forts anklicken, die Imperiumdienst ausführen sollen. Wir werden einen Fort mit Legionären und 2 mit Wurfspeerträgern losschicken. Wenn das angeklickt ist, können wir hier auf den Imperiumsberater und können das hier entsprechend anklicken und unsere Truppen in Bewegung setzen. So, und jetzt werden diese die Stadt entsprechend schützen. Das heißt aber auch, dass diese Truppen jetzt nicht mehr für die Stadtverteidigung zur Verfügung steht. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt der Feind nicht entsprechend uns angreifen wird. Hier sehen wir unsere Wurfspeerträger auf den Weg zum Imperiumsdienst. So, ich baue hier noch ein zusätzliches Lagerhaus für das Holz. Gut, und dann verschönern wir das hier auch noch mal ein bisschen, damit die sich auch mal entsprechend entwickeln können, die Häuser. Und wir bauen hier das Amphitheater hin. Das können wir hier direkt auch hinbauen. Und dann natürlich die Gladiatorenschule. Die kommt dann jetzt hier hin. Und mittlerweile haben wir 5000 Einwohner in Mediolanum. 2000 benötigen wir. Hier werde ich jetzt noch entsprechend Kulturgebäude bauen, wie eine Schule, Bibliotheken, Theater. So, und damit sind die beiden Stadtgebiete auch voll und ganz ausgebaut. Machen wir sie jetzt noch ein bisschen schick. Das mag ich ja. Ja, und die Lieferung ist auch schon bereit. So, und dann kann das Holz wieder verwendet werden. Ja, das gefällt mir gut. So, und dann werden wir hier noch große Statuen hinbauen. Ja, und wir sehen, wie sich jetzt hier die Stadtgebiete auch super entwickelt haben. Ich baue jetzt hier auch noch mal ein paar Kulturgebäude auf. Ja, und dieses Stadtgebiet ist auch schon komplett bebaut. Also noch ein paar Gärten. Ja, und wir sehen, wie sich hier dieses Gebiet auch weiterentwickelt hat.
Dann fangen wir jetzt mit diesem Stadtgebiet hier an. Hier ein Arzt, Ingenieursposten, ganz wichtig. Und wir bauen hier auch schon direkt einen Markt hin. Ja, obwohl wir es nicht brauchen, baue ich doch mal ein Krankenhaus. Das kommt jetzt mal hier außen hin. Und hier passt doch noch wunderbar 2 Akademien rein. Die können wir dann mit den Gärten noch ein bisschen verschönern. Oh, eine Segnung von Ceres, wie nett. Und werden jetzt hier entsprechend Kulturgebäude bauen. Hier kann direkt der Barbier hin. Eine entfernte Schlacht. Dann schauen wir mal eben in die Imperiumskarte. Okay, das ist aber noch weit weg. Da mache ich mir jetzt im Moment keine Sorgen. So, dann können wir hier auch das Theater bauen. Das kann dann hier hin. Und dafür bauen wir aber hier auch nochmal eine Künstlerkolonie. Ja, und wir haben 6000 Einwohner. Okay, die letzten 1000 jetzt. Dafür parzelliere ich jetzt das letzte Stadtgebiet. Unsere Truppen waren erfolgreich und konnten die römische Stadt verteidigen. Und zum Dank gibt uns der Imperator Baumaterial für einen Triumphbogen. Das ist super. Wo finden wir den Triumphbogen? Hier unter den Administrations- und Verwaltungsgebäuden. Da ist er. Ja, da brauchen wir natürlich einen tollen Platz jetzt für. Gucke ich mal. Den würde ich ja gerne dann hier hinbauen. Ne? So. Ach, herrlich. Ja, das finde ich totschick. Alle Stadtgebiete haben sich jetzt entsprechend voll entwickelt und wir haben fast die 7000 Einwohner erreicht. Ein Blick auf die Wertung zeigt, dass wir alle Wertungen Übermaß erfüllt haben. Das ist echt super. Dann schauen wir uns Mediolanum nochmal in Ruhe an. Hier begann unsere Entwicklung mit den beiden Stadtgebieten und unserem großen Handelsposten mit der Produktion sämtlicher Exportgüter. Dann haben wir hier unsere Militärbasis gebaut, die autark zur Stadt errichtet wurde. Haben dann diese beiden Stadtgebiete hier entwickelt und das große Produktionsgebiet für Geschirr und Möbel. Nach dem Bau des Senates haben wir diese beiden letzten Stadtgebiete errichtet. Ja, und wo jetzt die letzten Neubürger in unsere Stadt ziehen und wir die 7000 Einwohner erreicht haben, beenden wir nun diese Kampagne. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben die Angriffe der Karthager erfolgreich abgewehrt und Caesar befördert uns zum Prokurator. Dass Hannibal mit seinen Elefanten die Alpen überschreiten konnte, war einfach erstaunlich. Dass Mediolanum trotz seines Angriffs blühen und gedeihen konnte, ist ein Wunder. Euer Erfolg wendet die Wogen des Punischen Krieges in eine für Rom günstige Richtung. Ganz Rom ist euch zu Dank verpflichtet. Ja, das war auch ein Stückchen Arbeit mit den starken Angriffen der Karthager. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht nach Nordafrika, nach Karthago, die nächste Militärkampagne. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.